Aus unserer Sicht. Wir probieren eine Technologieoffenheit dazu propagieren, bei diesen Feldern und vor allem auf die Felder zu gehen, die am schwersten zu dekarbonisieren sind. Ja. Da gehört, gerade im Zementbereich, wahrscheinlich wird manchmal gesagt, ist jetzt am schwersten zu dekarbonisierende Sektor. Mit den 2/3 Prozessemissionen. Aus unserer Sicht, wir brauchen irgendeine Form von Regime, von Infrastruktur, von Markt auch für Kohlenstoffabscheidung und Speicherung. CCS, CCUS, Teile davon können mit Wasserstoff zum Beispiel zusammen zu Kraftstoffen verarbeitet werden, aber manches wird wahrscheinlich gespeichert werden müssen. Wie lösen wir das? Also wir Grünen haben gesagt, weil wir bei dem ganzen Thema CCS durchaus auch kritisch draufschauen und bislang immer gesagt haben, überall da, wo man es direkt über grünen Strom lösen kann, sollte man CCS lassen. So, das ist dann ein Lock-in und mit Risiken behaftet und viele neigen immer dazu, diesen Umweg gehen zu wollen. Das halten wir nicht für sinnvoll. Deswegen gehen wir da schrittweise ran. Wenn wir jetzt regieren würden ab Herbst, dann würden wir mit Sicherheit erstmal in den Branchen, wo es einigermaßen einfach geht, anfangen. Umstellung der Stahlindustrie, Förderinstrumente schaffen, Umstellung der Chemieindustrie, überall da, wo es auf grünen Wasserstoff möglich ist, Förderinstrumente schaffen. Auch da, wo die Zementindustrie auf grüne Energien erstmal umstellen kann, Förderinstrumente schaffen, gleichzeitig im Baubereich stark auf Recycling setzen, um da schnell die Emissionen zu reduzieren. Und dann im Bereich der Zementindustrie gucken, wie weit kommen wir mit technologischen Alternativen und wann ist ein Punkt gekommen, wo wir über CCU oder CCS auch reden müssen. Das ist aber für uns am Ende eines Prozesses, weil wir glauben, als erstes das, was schnell geht, viele Emissionen auch reduziert und gucken, wie weit die Forschung kommt, was es noch an Alternativen gibt. Aber wir sind da ganz offen, das habe ich in verschiedenen Runden schon gesagt, Zement ist aus unserer Sicht das Schwierigste, wo wir auch noch nicht abschließend alle politischen Antworten haben. Es gibt aber noch eine Legislaturperiode, wo wir weiterarbeiten wollen und wo wir uns dem Thema auch noch mal stärker widmen werden. Ich höre ein leichtes Vielleicht raus, ganz vorsichtig, ganz am Ende. Ja, wir glauben, dass bei diesen ganzen Herausforderungen, die du auch gerade ansprachst, da gehört Wasserstoff zu, da gehört die Stahlindustrie zu, mit Wasserstoff und Direktreduktion und Ähnlichem, natürlich ein wahnsinniger Bedarf an erneuerbarem Strom einfach entsteigen wird.